Das Coneyland baut eine Voltron-Achterbahn. Wir haben die Pläne mit unseren eigenen Augen gesehen und jetzt erfährst du alles Wichtige zur neuen Achterbahn im Coneyland, dem größten Freizeitpark der Schweiz. Dabei handelt es sich um eine Achterbahn vom Typ Big Dipper mit Striker-Zügen, hergestellt von Mack Rides. Wie auch Voltron im Europapark wird die Achterbahn im Coneyland eine Abschussachterbahn mit wilden Überkopfelementen. Bevor wir zum Mitfahrvideo kommen, lass mich dir kurz erklären, woher wir von Coaster Talk diese Informationen haben. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens hat das Coneyland ein Bauvorhaben eingereicht. Bauvorhaben können in der Schweiz für ca. 30 Tage in der zuständigen Gemeinde öffentlich eingesehen werden. Genau das haben wir gemacht. Wir haben vor Ort Einsicht in öffentlich zugängliche Unterlagen der Gemeinde Väldi genommen, die Rückschlüsse auf die geplante Anlage erlauben. Auf Basis dieser Eindrücke und ohne Kopien oder Fotos haben wir eine eigene 3D-Visualisierung erstellt. Diese Rekonstruktion basiert auf einem Gedächtnisprotokoll und der im Park ersichtlichen Markierungen und stellt unsere Interpretation der Pläne dar. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Exaktheit, spiegelt aber in grober Form die sichtbaren Strukturen wider. Details natürlich alle, ohne Gewähr. In den Unterlagen haben wir auch einiges zum Areal, dem Bahnhof und der Warteschlange der neuen Achterbahn erfahren. Da hat sich der Park was wirklich Schönes einfallen lassen und das möchten wir nicht vorwegnehmen. Jetzt halte ich aber meine Schnauze, denn hier ist das volle Mitfahrvideo der geplanten Achterbahn im Coneyland. Wenn du solche Videos feierst, lass uns doch ein Abo da und wenn du richtig supporten willst, in unserem Shop gibt's frische T-Shirts im Achterbahn-Style. Nebst den Bodenmarkierungen und Bauprofilen im Coneyland hat der Park-Senior-Chef selbst bereits den einen oder anderen Hinweis für die neue Achterbahn platziert. Unseren Recherchen nach sprach Robbie Gasser am 19. März erstmalig von einer neuen Thrill-Anlage. Gegenüber SRF sagte er, wir schauen, was wir für Adrenalin-Junkies noch machen können. Am 24. Juli hieß es dann gegenüber der Thurgauer Zeitung bereits, wir haben schon die nächste Attraktion in Planung. Etwas Großes. Und weiter, sie ist bestellt. Die Anzahlung ist geleistet. Wenn alles gut geht, ist sie 2027 fertig. Das ist für uns Grund genug, das mögliche Layout der neuen Achterbahn nun einmal etwas genauer, Element für Element unter die Lupe zu nehmen. Die Fahrt beginnt in etwa 6 Meter Höhe mit einer nach links laufenden Jojo-Roll, bei der sich der Zug direkt zum Start einmal komplett auf den Kopf dreht. Mack Rides hat bereits zuvor schon eine solche Jojo-Roll bei Ride to Happiness gebaut. Demnach dürfte auch diese im Coneyland relativ langsam durchfahren werden. Direkt anschließend folgt ein Drop in den LSM-Abschuss. Der Launch wird den Zug mit vermutlich bis zu 1 G Beschleunigung auf ca. 85 km/h beschleunigen. Relativ untypisch, der Zug fährt nach dem Abschuss erst in eine langsam steigende 90°-Rechtskurve, welche in eine steile Auffahrt in den Top Hat führt. Der Top Hat ist mit 24,5 Meter der höchste Punkt der Achterbahn und befindet sich direkt hinter dem Crazy Professor Turm. Anhand der Pläne ist es schwer zu sagen, welche Beschleunigungen auf den Fahrgast im Top Hat wirken werden. Schätzungsweise sind Beschleunigungen von 0,5 bis minus 0,5 G vorstellbar und dürften für ein mehr oder weniger schwereloses Gefühl sorgen, welches in der Abfahrt aus dem Top Hat noch verstärkt wird. Die Ausfahrt aus dem Top Hat schlängelt sich nun zwischen der Dino Park und der Crazy Professor Attraktion. Dabei wird es einen kleinen Airtime Hill geben, welcher über die Hauskante des Crazy Professors führt. Mit schätzungsweise minus 1 G Airtime dürfte hier auch der stärkste Luftzeitmoment der Achterbahn zu finden sein. Als nächstes folgt ein Element, welches wir so noch nie gesehen haben.
Wir würden es als ein 270 Grad Corner Stall bezeichnen. Dabei fährt der Zug in eine steile Rolle, welche nach 270 Grad in einem Wallride oder Ejection Drifter übergeht, bevor der Zug dann wieder, ohne sich groß weiter zu drehen, in eine Abfahrt fährt. Dieses Element können wir sehr schlecht einschätzen. Wir sind uns sicher, dass es eines der Highlights der Achterbahn wird, aber sind uns unsicher, ob auf den Fahrgast abhebende Beschleunigungen in Form von Ejector Airtime oder Schwerelosigkeit wirken werden. Im Anschluss steigt die Achterbahn wieder in eine Rechtskurve, welche in einen Zero-G-Stall übergeht. Wir vermuten, dass dieser ähnlich wie bei Voltron Nevera mit ca. minus 0,5 G Hangtime durchfahren wird. Der Stall führt über die Plaza vor der Station des Mammut Trees. Und je nachdem, was der Park mit diesem Platz machen wird, dürfte diese Stelle für den spektakulärsten Anblick im ganzen Park sorgen. Der Zero-G-Stall führt dann erneut in eine Rechtskurve, bevor es parallel zur Abschussstrecke in ein Element geht, welches wir nur als von außen angefahrener Inclined Dive Loop beschreiben können. Die Anfahrt erinnert stark an eine Zero-G-Rolle, bevor diese dann in eine erneute Rechtskurve übergeht. Diese Kurve bringt die Achterbahn dann über die Launchstrecke in einen kleinen Airtime-Hop, gefolgt von der Schlussbremse, welche wieder zurück zur Station und dem Verschiebegleis für die Werkstatt führt. Wie bereits am Anfang erwähnt, vermuten wir, dass die Achterbahn die mit Voltron Nevera etablierten Striker-Züge nutzen wird. Jedoch werden, wie auch beim Big Dipper Helios im Phantasiana, nur 2 Sitzreihen pro Zug vorhanden sein. Grund für diese Annahme ist die Tatsache, dass Big Dipper-Züge nicht mit LSM-Abschüssen kompatibel sind. Ob es einen oder 2 Züge geben wird, ist nicht klar. Die Schienenführung scheint aber für 2 Züge ausgelegt zu sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr bereits erste Bauarbeiten und Schienen im Park sehen werden. Und wie von Robbie Gasser schon angeteast, die Achterbahn 2027 selber fahren dürfen. Den Schweizer Achterbahnfans wäre es gegönnt, endlich einmal eine moderne Thrill-Achterbahn im eigenen Land fahren zu dürfen. Was hältst du von der geplanten Achterbahn im Coneyland? Lass es uns mit einem Kommentar wissen und hilf uns dabei, dieses Video im YouTube-Algorithmus zu platzieren. Und wenn du noch mehr von diesem Theme Park Attraction Tracking von uns sehen möchtest, schau dir doch dieses Video an, in dem wir zusammengetragen haben, was uns schon 2026 im Freizeitpark Plon erwarten wird.